Das folgende Video ist nichts für schwache Nerven. Niemand, der nicht mindestens Handicap 54 oder Platzreifekurs besucht hat, darf dieses Video gucken. Schließt eure Kinder weg, packt Oma und Opa ins Bett. Das, was jetzt kommt, ist nichts für schwache Nerven. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen hier wieder bei der Hobbygolfer. Mein Name ist Sven Kortmann und bei traumhaft schönem Wetter im September stehe ich hier in Einbeck beim Einbecker Golf & Country Club. Und ich bin hier ganz herzlich empfangen worden. Dafür an dieser Stelle ganz super lieben Dank erstmal. Ganz, ganz toll. Ich habe schönes Wetter. Wir sind irgendwo so Mitte September. 20, 25 Grad. Viel schöner kann es bei unserem tollen, super Hobby gar nicht sein. Ich sehe hier von der Qualität schon mal einen sehr schönen Platz. Ihr kennt mich, ich juble immer gerne, wenn wir danach ist, auch schon vorher. Es ist ein sehr freier Platz. Wir starten hier an Bahn 1, das ist dann gleich ein Par 5 mit einer Gesamtlänge von 496 Meter. Also da wird schon mal gleich richtig was verlangt, aber es geht bergunter. Und ich möchte heute gar nicht zu lange vorher reden und direkt zur Tat schreiten, aber ihr müsst mir einen Gefallen tun. Ich wünsche mir so sehr, dass der Kanal wächst und dass ihr noch mehr von dem Content auch zu sehen bekommt. Und das geht nur, wenn ihr abonniert, liked und auch Kommentare schreibt. Denn dann zeigt YouTube das Ganze immer noch mehr Leuten an. Und auf die Art und Weise können auch immer mehr Leute die Videos sehen und der Kanal wächst. Und wir werden immer größer von der Community her. Und ich verspreche euch, dieses Jahr kommt noch einiges. Ich fahre noch in den Golfurlaub nach Oberstaufen und ich gehe auch noch in die Türkei im Dezember, mache dort bei der Golfwoche im Belek im Robinson Club mit. Es kommt also noch einiges und natürlich auch in Deutschland noch einige andere Plätze. Und wenn alles richtig gut läuft, mache ich nächstes Jahr eine große Fernreise und dann nehme ich euch natürlich auch mit. Aber jetzt geht's los. So, und so wie es jetzt ausschaut, haben wir hier freie Bahn und können direkt loslegen. Unten kreuzt eine kleine Straße. Die Straße ist bei, keine Ahnung, ich denke mal so 140, 150 Meter. Wir werden jetzt aber einfach nur den Driver versuchen geradeaus zu spielen. Nun ja, das geht sicherlich besser. Dennoch, der Ball liegt unten, wir sind im Spiel, wir schauen mal. Im Übrigen, es ist wieder mal ein Blind Date. Ich kenne diesen Platz natürlich auch nicht und wir spielen das jetzt gemeinsam. Ich nehme euch mit. Vollgas voraus. So, dann wollen wir jetzt mal gucken, dass wir den zweiten Schlag hier runterkriegen. Der ist um den Baum rumgekurvt, aber der liegt, alles ist gut. Wir kommen auf jeden Fall mal ins Spiel mit dem 5er Eisen. Das folgende Video wird euch präsentiert von golfaktiv.com. Golfaktiv.com, das ist das Online-Versandhaus für den Golfer und die Golferin. Schaut gerne mal rein, in dem Shop findet ihr alles, wirklich alles, was das Golferherz so begehrt. Vom Trolley hin zum Bag, über den Schläger, auch zur Kleidung. Und auch Liebhaber anderer Sportarten werden dort fündig werden. Golfaktiv.com. So, wir sind jetzt hier leider so ein bisschen links vom Weg abgekommen hier. Rechts vom Weg abgekommen. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir wieder auf die Spur kommen. Und wir müssen zurück auf meine Bahn. Das heißt, wir müssen nach da. Da oben liegt jetzt auch ein Ball. Ich bin hier ein bisschen irritiert gerade. So, jetzt wollen wir mal gucken, dass wir wieder zurückkommen. Ja, das hat hervorragend geklappt. Jetzt sind wir wieder zurück. Ja, der dritte Schuss war jetzt gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt für den vierten haben wir jetzt noch so 152 Meter. Hier stimmt aber irgendwas nicht.
bin hier nicht ganz so sicher, ob ich an der richtigen Bahn bin hier. Ups, der ist rechts am Wasserhindernis. So, wir liegen hier leicht am Wasserbiotop, aber alles noch spielbar, alles noch fein. Ja, das war jetzt nicht so das, was ich wollte. So, jetzt sind wir hier auf dem Paar 5 mit 5 Schlägen hier unten angekommen. Hinter mir sind welche, obwohl man mir eigentlich hätte ich gedacht, dass ich ein bisschen Freiraum habe, aber so ist das. Oh. So, wir starten mit einer 8. Naja, das ist alles andere als schön, aber müssen wir nehmen. Die Bahn 2 ist Handicap 4. Und ja, wollen wir jetzt mal gucken, ob wir den Driver jetzt hier hochkriegen. Die Bahn ist irgendwie knapp 400 Meter lang. Und ja, wir schauen mal, irgendwie bei 197 Meter ist da vorne so eine Art kleines Hindernis. Ich habe leider kein Birdie-Book, aber das wird schon werden. Das ist die 5. schwerste Bahn, Handicap 5. Ja, der rollt sich da gut hin. Das war ordentlich, alles gut. So, ja, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt hier Bahn 2. Es geht hier stark bergauf und bergab. Das ist hier so ein Kurs, der sehr stark in so eine Hügellandschaft reingebaut ist. Macht aber einen sehr guten Eindruck, ist aber alles sehr offen. Also rein von der Grundorientierung ist es natürlich bei einem Parklandkurs, ihr wisst, ich spiele sonst immer gerne Parklandkurse, ist natürlich die Orientierung ein bisschen einfacher. Wenn die Plätze so offen sind, ist das immer, ja, wenn man den Blind Date spielt und niemand dabei hat, der den Platz kennt, ist das dann immer so ein bisschen hakelig. Aber wir werden uns da schon durchfinden. So, der Abschlag war jetzt gar nicht so schlecht hier. Bin ich gar nicht so unzufrieden mit. Das war eigentlich relativ ordentlich. Und haben jetzt noch bergauf 167 Meter bis zur Fahne. Ich nehme aber nur einen Eisen 6. Ich lege den mal einfach nur vor, beziehungsweise ist das mein großes Ziel. Auch wieder Kurve. Es wird Zeit, dass ich zu meinem Coach komme. Aber ich glaube, der liegt da oben. Das ist okay. Ja, die Bahn 2. So ein bisschen unterhalb hier des Clubhauses an der Driving Range. Und die erste Bahn ging steil bergab. Die zweite ging jetzt in den Hang hinauf. Und ja, ich habe es mit dem Driver und mit einem 6er Eisen geschafft, dass er mir aus dem Vorgrün hier reingerollt ist. Ins Grün. Das heißt, wir liegen auf diesem Par 4 jetzt mit 2 Schlägen und wenn wir uns ein bisschen konzentrieren, haben wir vielleicht eine Chance auf das erste Paar der Runde. Die erste Bahn war gerade sehr gehetzt, die 8 auf der Bahn 5. Jetzt wollen wir uns mal ein bisschen mehr konzentrieren. Ja, die Geschwindigkeit der Grüns habe ich natürlich noch überhaupt gar nicht so auf dem Zeiger. Der war jetzt also deutlich 2 Meter zu kurz. Mal schauen, fürs Paar haben wir jetzt eine kleine Aufgabe uns gelassen. Grünqualität ist aber gut, kann ich nicht meckern. Also muss ich sagen, dass grundsätzlich gefällt mir auch das Fairway. Ist gut gemäht, kurz, alles in Ordnung. Oh, der war knapp. Schade, so wird es das Bogie. Alles okay, also die 5 auf Bahn 2. Ja, die Bahn 3, der Abschlag der Bahn 3 ist direkt unterhalb der Driving Range und der Übungsanlage. Und
Jetzt geht es wieder bergab. Es ist also hier so eine Berg- und Tal-Achterbahn so ein Stück weit. Aber wie gesagt, alles qualitativ schön gemacht. Ich zeige euch jetzt hier auch mal so ein bisschen den Rundumblick. Tolle Anlage, sehr gepflegt. Absolut schön gemacht. Wir haben auch hier schönen Weitblick über die Umgebung Einbeck in der Nähe von Nordheim-Göttingen. Ja, ihr seht hier vor mir auf dem Paar 3 einen großen Baum, da müssen wir links dran vorbei und unten bei ungefähr 197 Meter soll ein Wasserhindernis sein, beziehungsweise das soll da nicht nur sein, das ist da auch. Ich versuche das aus dem Spiel zu nehmen, indem ich nur mein Eisen 4 nehme und den Ball jetzt einfach nur geradeaus runterspiele. Nun ja, es ist noch sehr anstrengend. Ehrlicherweise, ich muss euch sagen, ich spiele heute ohne Einschlagen und ja, das kommt dann da auch so ein Stück weit bei raus, wenn man sich nicht einschlägt. Also bei mir ist das so, ihr könnt mir das gerne mal in die Kommentare schreiben. Spielt ihr eure Golfrunden einfach so aus der kalten Hose, wie man so schön sagt, oder macht ihr das immer grundsätzlich nur mit Einschlagen, mit denen und all dem? Normalerweise, mein Weg ist, normal schlage ich mich ein, habe Zeit. Heute war das jetzt hier so eine Hauruck-Spontanaktion. Bereue es aber nicht. Trotzdem, wir kriegen das gut hin. So, ihr Lieben, wir sind jetzt hier nach dem Abschlag. Der war jetzt ein bisschen verunglückt. Stehen wir jetzt auf der Bahn 3. Ja, der ist sogar drauf. Das war ein guter Schlag. Also wie gesagt, es ist ein bisschen schwierig von der Orientierung. Ich habe den jetzt so ein bisschen da so um den Baum rumgedrawt, wenn man das so will. Das war jetzt sehr gut gelungen, mit dem 7er Eisen. Irgendwie so 150 Meter, 160 Meter, alles ist gut. Wollen wir mal gucken. Also, es läuft doch ganz gut bisher. Das Anspiel war sehr schön, das hat richtig gut funktioniert. Bin ich mega happy mit. Der ist dann auch so übers Vorgrün aufs Grün draufgelaufen. Genau schön um den Baum rumgespielt. Alles gut, also bin ich wirklich happy mit. Das hat alles gut geklappt. Und jetzt gucken wir mal. Das ist jetzt der dritte Schlag hier. Also praktisch der Putt ist der dritte. Das war jetzt hier vielleicht mal das erste Paar der Runde spielen. Ja, nicht so schlecht. Der war jetzt ein Tucken lang. Nachdem das Grün eben doch relativ langsam war, bin ich jetzt ein bisschen verwundert, dass der mir so weit dann rausgelaufen ist. Ich lasse jetzt für euch mal die Fahne drin, damit ihr das hier noch gut sehen könnt. Oh, ja, der Putter ist kalt. So spielen wir auch hier das Bogey. Ja, das sind dann auch wieder 3 Putts. Das ist dann zu viel, aber nicht schlimm. Alles schön, alles gut. Also wie gesagt, es ist orientierungstechnisch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, weil das hier schon fast so ein bisschen linkskursähnlich ist. Also es sind nur ganz wenig Bäume da. Super gepflegt, richtig schön, ganz toll. Grüns sind auch qualitativ gut, richtig gut. So, wir sind auf Bahn 4. Bahn 4 ist nur 265 Meter lang. Ich nehme jetzt hier einfach mal nur mein 5er Eisen, um den Ball vorzulegen. Und dann wollen wir mal schauen, dass wir das, sag ich mal, uns in 2 Teile aufteilen, weil es ist ja nicht notwendig, mit einem Driver drauf komme ich eh nicht. Das wäre Harakiri, weil ich da über die Bäume müsste. Und wie fühle ich mich da auch noch nicht nach. Wir versuchen jetzt erstmal nur geradeaus zu spielen. Ja, der liegt da vorne am Fairwayrand. Der war allerdings nicht wirklich schön getroffen. Aber von da geht's weiter. So, der erste Schlag war jetzt nicht der beste, aber wir haben hier nur auf der kurzen Bahn jetzt noch 115 Meter. Aber ich muss gucken, dass ich irgendwie an den Bäumen vorbeikomme. Das ist jetzt mit dem Pitching Wedge gar nicht so einfach. Gucken, dass wir den ein bisschen deloftet kriegen. Ja, er liegt vorm Grün, war ein bisschen durch die Bäume natürlich abgestreift, aber das war das Maximum, was ich hier machen konnte. Der Bunker hat uns erwischt, das ist aber nicht ganz so schlimm, aber
Die Bunker sehen sehr fest aus. Das ist hier so mehr so klein, so, ja, so leicht, so mit so kleine Mini-Steinchen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir einfach nur einen sauberen Ballkontakt herstellen. Oh ja, der ist gut. Der war richtig gut. Ein super Kontakt. Ihr wisst immer, ich halte den immer, wenn ich den so durchziehe. Ich ziehe den nicht richtig bis da oben hindurch. Was ja immer so von den Lehrern, also das ganz nah am Körper und dann nach oben. Bei mir ist das mehr so eine Bewegung und ich halte dann hier irgendwie an. Ich bin aber ganz ehrlich, Golf ist ja auch so ein bisschen so ein ergebnisorientierter Sport. Und jeder hat so seine Stärken und Schwächen und seine Art und Weise zu spielen. Und das wird bei mir natürlich nicht immer so aussehen wie bei einem Supervollprofi. Darum habe ich ja auch nur Handicap 21,1 und spiele das im Moment gar nicht so oft, habe ich das Gefühl. Aber nichtsdestotrotz muss ja am Ende das Ergebnis stimmen. Und ich würde jetzt mal sagen, wir sind da mit dem dritten drauf. Hier muss man eigentlich mit dem zweiten drauf sein. Aber wir sind jetzt mit dem dritten drauf, haben wieder eine Bogey-Chance. Alles gut. Ja, mit dem dritten auf ungefähr so, ich schätze mal 3 Meter Entfernung zum Grün. Wir haben jetzt hier theoretisch über die Paar-Chance. Ich habe gerade eben im Bunker gesagt, die Bogey-Chance, das wäre ja nur, wenn ich jetzt hier 2 Putts brauche. Wir möchten das Loch natürlich schon sehr, sehr gerne als Paar spielen und entsprechend Konzentration. Knapp oben drüber gelaufen. Schade. Das wäre das Paar gewesen. So haben wir jetzt die Chance aufs Bogey. Also das dritte Bogey in Folge. Das ist jetzt praktisch im Prinzip Bogey-Golf. Das ist gar nicht so schlecht, obwohl es fühlt sich nicht so richtig rund an. Wir sind auf dem ersten Par 3 angekommen. Das ist ja, die Strenge noch 172 Meter lang. Das nennt sich das Teichhuhn. Wir werden das Teichhuhn trotzdem mit dem Vierer Eisen anspielen und entsprechend nur schauen, dass wir den Ball in Position kriegen. Eventuell ist er dann auch etwas zu kurz. Da ist rechts ein Bunker. Ja, links habe ich so ein bisschen Bäume im Weg, aber das sollte eigentlich alles ganz gut gehen. Geradeaus spielen ist wieder die Devise hier. Ich spiele mir einen zurecht, das ist unfassbar. Es ist schlimm. So, wir haben jetzt noch 108 Meter, das ist jetzt ein Pitching Wedge, das war so ein völlig verunglückter Abschlag, der war wirklich schrecklich. Müssen wir gucken, dass wir den da drauf bringen. Ja, der ist so gut wie drauf, aber auch noch nicht so rund. Ja, ihr seht, ich habe es nicht mal mit dem zweiten drauf geschafft. Das ist nicht so schön. Aber wollen wir schauen. Also jetzt auch hier wieder, wenn ich das Bogey spiele, bin ich am Ende trotzdem zufrieden. Dann ist das trotzdem okay. Wir werden es jetzt sehen. Jetzt brauchen wir ein bisschen Gefühl. Stopp, 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 stopp. Ja, wir haben die Chance aufs Bogey. Ja, grundsätzlich, der Platz ist gar nicht so schwer. Also wenn man denn weiß, wo man her muss, ich glaube, wenn man hier die zweite Runde spielt, ist der Platz relativ gut spielbar. Und gar nicht so, dass ich sagen würde, kann man nicht spielen. Aber es ist manchmal ein bisschen tricky zu wissen, wo man hin muss. Ja, das ist jetzt hier auf dem Par 3, der 4. Schlag. Und ja, wie sage ich immer so schön, der muss rein. Ja, so, das war dann jetzt das 4. Bogey in Folge. Nach dem etwas verunglückten ersten Loch ist das eigentlich
Es ist okay, aber es ist spielerisch nicht gut. Ja, dann nehmen wir aber trotzdem mal den Driver. Das ist aber die drittschwerste Bahn des Platzes hier. Werden wir wahrscheinlich gleich sehen, wenn wir vorne sind. So wie es auf den Bildern aussieht, ist es so ein bisschen so, dass da vorne noch, glaube ich, Wasser ist und Bunker. Also das ist da, glaube ich, am Grün selber dann ganz schön eng. Und ich vermute, dass die Schwierigkeit daher resultiert. Wir werden es gleich sehen. Ich nehme euch da gleich mit hin. Erstmal, wir brauchen einen vernünftigen Drive. Ich kriege die Dinger einfach nicht in die Luft. Der Abschlag war gerade so an der Lady vorbei. Also ein Peinlichkeitsschlag. Und jetzt wollen wir mal gucken. Der zweite muss jetzt dann halt wieder da vorne hin. Ja, das ist golftechnisch doch sehr, sehr schmerzhaft. Der zweite Schlag war jetzt dann halt auch spezial. Ich messe mir jetzt mal den Baum da hinten aus. Der ist 140 Meter entfernt, das heißt, ich nehme jetzt einfach nur ein 8er Eisen, um den Ball auf keinen Fall in den Baum zu spielen da hinten. Och, Leute. Ja. Sehr schön gespielt. Da ist er. Da ist er, da ist er. Wir haben noch Glück, wir finden ihn sogar noch. Muss ich jetzt mal gucken, dass ich euch den hier irgendwie zurückgespielt kriege. Oh. Ja, ihr seht mich hier im Dickicht, im Dschungel. Das gehört halt dazu, wenn man schlecht Golf spielt. So, ich versuche jetzt mir den Ball hier auf euch zuzuspielen. Ja, das hat auch geklappt. So, und da unten seht ihr auch schon wieder, links ist meine Fahne und rechts ist noch eine Fahne, nur so ein kleiner Bunker trennt das. Das ist alles sehr, sehr eng ineinander gebaut, das ist aber grundsätzlich auch nicht schlimm. Sieht auch schön aus, aber macht es halt sehr unübersichtlich. Okay, also ich bin wirklich total raus. Ja, wir spielen das einfach mal weiter. Ihr sollt ja sehen, wie es wirklich ist. Ja, jetzt habe ich mir den Ball hier irgendwie unterm Baum gelegt. Das ist das schon, jetzt kommt schon Schlag 6. Da können wir dann nur einfach zurücklegen. Das wird jetzt natürlich ein Horrorergebnis. Ja, der 7. Schlag ist jetzt dran. Tolles Ergebnis. Ja, das war jetzt okay. Mit dem 7. drauf, klasse. Zur 9. Ja, das kommt dann dabei raus, wenn man dann so völlig ohne jegliche, also ohne jede Orientierung ist, dann noch jemand hinter einem ist, wobei die sind total lieb, die tun mir nichts, also alles gut. Ja, und dann natürlich man mit seinem Spiel noch beschäftigt ist. Ne? Das ist dann alles ein bisschen too much. Ich zeige euch das trotzdem. Ich habe gerade eben zwischendurch überlegt, hey, brichst du das hier ab? Das ist eigentlich nicht vorzeigbar. Nee, ich will euch das trotzdem zeigen. Also das sind so Sachen, wie gesagt, der Platz hier ist schicki. Der ist gut. Wenn du hier das zweite Mal spielst, dann sagst du garantiert, ey, das ist eine geile Anlage, hier kannst du richtig cool Golf spielen, das ist schön gemacht, die Biotope sind gepflegt, das ist alles super gepflegt. Und das ist schön, es ist halt offen. Ich bin eher der Fan von Parklandkursen. Ich mag es, wenn praktisch Baumalleen um die Bahnen rum sind und man wirklich das Gefühl hat, für sich zu sein. Hier ist halt alles sehr offen, das ist auch total schön. Ja, ich habe auch in der Türkei den Lykja links gespielt, da bin ich überhaupt nicht warm mit geworden. Habe ich auch genauso wie hier jetzt sehr schlecht gespielt. Und dann spiele ich auf so einem Gloria Old Kurs oder Gloria New Kurs da in Belek. Und alles ist voller Bäume, wo eigentlich ja jeder sagen würde, oh, das ist total schwer, kannst du nicht spielen. Ich bin es halt von meinem Heimatclub, dem Sennegolf Gut Wetschhof, halt gewohnt, auf solchen Plätzen zu spielen. So, und hier weist uns dann jetzt praktisch das Ganze hier durch so eine kleine, durch so einen Waldpfad. Das ist natürlich sehr heimelig gemacht. Also grundsätzlich, ja, hat was. Nicht schlecht. Man wandelt hier halt auf Pfaden, wo man denkt, na, bin ich hier noch richtig?
Wir sind auf Bahn 7, das ist wieder ein Paar 3. 100 und, wenn ich es hier richtig lese, 155 Meter. Ja, das ist dann natürlich jetzt gut erkennbar. Und das müsste jetzt praktisch das andere Grün sein zu dem, was ich eben gesehen habe. Katastrophe. Es ist einfach nur eine Katastrophe. Ja, ich bin halt völlig aus dem Rhythmus. Aber es ist nicht schlimm, es ist alles okay. So, ihr seht es ja selbst. Links ist dann nochmal das Grün, wo wir eben waren. Und jetzt von hier unten aus sind wir dann jetzt hier. Jetzt kommt ein Hubschrauber. Hervorragend. Der zweite ist wieder mal drauf. So, ja, ihr seht, den zweiten lege ich drauf. Ist halt alles immer nicht so schön, aber jetzt sind wir wieder halt in unserem Flow, um hier mit etwas Glück wieder das Bogie zu spielen. Das wäre ja... Hey, Motorradfahrer. Das wäre ja fast Standard für mich irgendwie heute gefühlt, bis auf die 1 und jetzt gerade eben diese Bahn 6, die waren ja wirklich verhunzt. Alles andere ist eigentlich zwar spielerisch nicht schön, aber grundsätzlich vom Ergebnis okay. Ja, Tempo ist okay, ist ein bisschen trockenlang, aber oh, das ist alles okay. Also da bin ich nicht so unzufrieden, aber es sind jetzt schon noch 1,5 Meter. Oh, mal schauen. Das ist der Bogey-Putt zur 4. Der muss jetzt natürlich schon wieder sitzen, damit wir unseren Flow einhalten. Ja, mal gucken. Ja, wir bleiben in der Bogie-Schiene, also von daher, okay, alles gut. Ich habe jetzt eine 248 Meter lange ein Paar 4, das ist die Bahn 8. Da oben ist ein kleiner Baum eingezeichnet, ich glaube, das soll aber das Gebüsch sein da hinten. Und ich sehe dahinter irgendwo einen Bunker, aber hier auf der Karte ist er nicht verzeichnet. Ich vermute, dass da oben ist wahrscheinlich die Fahne. Also wir müssen irgendwie so in die Richtung da oben hin. Und da die Bahn nur 248 Meter lang ist, ich nehme jetzt hier einfach irgendwie nur ein 5er Eisen. Ich habe sowieso heute wieder einen unfassbaren Hook auf Lager. Da möchte ich jetzt einfach mal nur schauen, irgendwie mit ein bisschen Glück den da irgendwie hochzubringen. Ich habe ja zum Glück, oder wieder mal Glück, habe meine Trainerstunde endlich in der nächsten Woche. Ich freue mich da auch sehr drauf, damit dieser Hook endlich verschwindet. Der ist dann doch heute wieder ganz schrecklich. Alter Schwede. Ich kriege gar keinen Ball richtig in die Luft, aber ich habe auch gar keinen Rhythmus. Ich entschuldige mich bei euch für das, was ich hier leiste und was ich hier verbringe. Es ist mir schon fast peinlich, euch das zu zeigen, ehrlicherweise. Das Kuriose ist, wenn ihr euch die Scorekarte mit mir gemeinsam anguckt. Die Bahn 1 war ein Triple Bogey, das ist nicht schön. Dann kommt Bogey, 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 Bogey. Danach kommt natürlich dieses Doppel Bogey plus 1. Also Doppelpaar plus 1. Und jetzt gerade das nächste Bogey. Also ich spiele ganz furchtbar. Und ihr habt jetzt gesehen, auch wieder so ein flacher Ball. Ich bin so überhaupt gar nicht im Rhythmus. Traue mich aber auch heute überhaupt gar nichts so richtig. Und habe jetzt wieder einen relativ weiten zweiten Schlag. Wahrscheinlich spiele ich wieder den dritten drauf. Das zeigt aber auch heute, ich glaube, dafür ist die Runde vielleicht ganz schön. Also sie ist spielerisch vielleicht nicht schön anzuschauen, aber ich glaube, dafür ist sie ganz gut. Auch vielleicht mal für die Leute, die immer meinen, sie müssten wir weit wie weit schlagen. Diese Runde hier ist das ideale Beispiel dafür.
musst du nicht. Das ist wirklich nicht, weil ich habe im Prinzip kaum einen Abschlag gehabt, der länger als 120 Meter war heute, egal mit welchem Schläger auch immer. Und spiele trotzdem immer Bogie. Das heißt, wenn du konsequent dann danach erwartungslos weiterspielst, spielst du trotzdem fast immer Bogie. Also, ja. Ich glaube, ich mache demnächst mal ein Video bei einer Runde. Ich nehme mal alles nur ab Eisen 6 mit. Wahrscheinlich spiele ich die beste Runde, seitdem ich den Kanal habe. Ja, ihr könnt es vielleicht gut sehen. Da ist so ein kleiner schräger Baum da oben. Links davon in der Verlängerung ist die Fahne. Und die müsste jetzt hier irgendwie 157 Meter entfernt sein. Das heißt, wir nehmen jetzt einfach nur ein Eisen 6. Wohl wissend, dass er vermutlich etwas zu kurz sein wird. Ich halte den jetzt auch mal auf den linken Bunker da an, weil ich heute so stark hucke, dass ich dann doch hoffe, dass der trotzdem ankommt. Ja, genau das ist das. Der dreht sich halt leicht und liegt jetzt unterhalb dieses Grüns. Das Grün ist ein Plateaugrün, das liegt oberhalb. Ich spiele mir den dritten drauf und ich sage euch jetzt schon etwas. Es ist, wie habe ich letztens immer gesagt, es ist verteufelt. Pass mal auf, ich spiele jetzt den dritten gleich direkt an den Stock und spiele hier noch ein paar. Es würde mich fast zerlegen. Herrlich, die Ruhe. Wir sind jetzt abseits dieser Schnellstraße. Das heißt, die ist jetzt so gefühlte 200 Meter entfernt. Und das ist das, was ich liebe. Nichts außer meinem Gesabbele auf dem Golfplatz. Ansonsten Ruhe. So, wir haben jetzt hier die Situation, dass wir leicht in einem Hang stehen. Das Grün aber noch ein Plateau ist da drüber, zweistufig. Die Fahne steckt kurz. Ist also für einen Handicapper 21, der praktisch das Selbstvertrauen eines, ja, keine Ahnung, eines Elefanten hat oder so. Genau die richtige Fahnenposition. Also, ich denke positiv und werde den jetzt hoch mit einem kleinen, soften Pitch da oben zur Fahne spielen. Ja, komm wieder zurück. Ja, macht er auch. Ja, bin einfach ein super Golfer. Ich habe es euch die ganze Zeit schon gesagt. Ich spiele im Moment an meinem absoluten Leistungsmaximum. Ich sehe das teilweise. Das ist wie Single Handicap. Das ist wirklich einfach sensationell gut. Ein Schlag klappt wie der nächste. Ja, komm, ein bisschen Spaß und Sarkasmus muss ja auch sein, nachdem ich euch, keine Ahnung, jetzt vermutlich irgendwo schon um eine halbe Stunde hier mit Chaos unterhalten habe, hier im Golf & Country Club in Einbeck. Der Platz ist schick, absolut, gibt es nichts zu meckern. Das ist eine schöne Anlage, das ist toll. Auch hier der Rundumblick, ich drehe euch das gleich mal rein und mache mal hier so ein Overlay, dass ihr das sehen könnt, nochmal von hier aus. Das ist schon schön. Ja, ihr könnt sehen, mit dem dritten Schlag, das Ergebnis ist nicht schlecht. Ein guter Golfer oder eine gute Golferin würde jetzt natürlich sagen, na gut, aber bei 270 Meter, naja, da muss aber auch schon mit dem zweiten drauf sein. Stimmt, hundertprozentig richtig, gebe ich recht. Aber das, was ich aktuell spiele, gibt das nicht her. Ihr habt es selbst gesehen bisher. Trotzdem, wie gesagt, hier irgendwie 5 Bogies auf 7 oder 8 Bahnen. Das ist schon seltsam. Ja, und wir spielen sogar das Paar. Es ist, ja, ich kann euch gar nicht sagen, wie peinlich mir das ist. Es ist wirklich so, es ist mir wirklich unangenehm, dass ich euch hier so ein Gegurke präsentiere und dann hier auch noch wieder ein Paar spiele. Es ist wirklich irre. Also bis auf diese 2 Löcher, die 1 und die 6, ist das bisher vom Ergebnis her eine gute Runde. Jetzt könnte man natürlich sagen, ja, ja, Sven, der Platz ist halt so leicht. Ja, vielleicht, keine Ahnung. Die Bahn 9, das ist die schwerste Bahn des Platzes und es geht bergauf. Es geht einen ganz kleinen wenig, also gefühlt geht es nach links weg, bei 109 Meter, nach 154 Meter für uns Männer. Kommt da vorne jetzt gleich ein Weg. Das ist dann auch vermutlich der Weg, der uns an der 1 direkt schon gekreuzt hat. Und vor dem Grün ist Wasser, aber bis dahin müssen wir erstmal, ja, ich glaube mal so 370 Meter spielen, denn die Bahn ist 412 Meter lang. Da ich ja sowieso alles in Paar und Bogie spiele, egal welchen Schläger ich nehme, nehme ich hier jetzt nur ein Eisen 5 und lasse den Driver gleich weg, denn den habe ich heute noch nicht ein einziges Mal getroffen. Und ja,
ja, wir müssen es uns ja nicht schwerer machen, als der Sport ohnehin schon ist. Also jetzt geht es hier nur darum, den Ball oben in Position zu legen. Ihr seht da auf der rechten Seite einen etwas größeren Baum. Wir müssen links bleiben. Boah, ist der Hookie. Ja, der liegt da auf der Bahn, aber der ist natürlich auch wieder ganz schlecht. Was bin ich froh, wenn mein Pro aus dem Urlaub wieder da ist und ich endlich mit dem eine Stunde machen kann, weil das tut schon echt weh. Aber heute ist ganz schlimm. Ja, ihr seht, ich lege da irgendwo jetzt hier unten zwischen den Bäumen. Ich laufe da jetzt hin. Ich habe euch mal da oben die Kamera stehen gelassen. Ich werde jetzt so in eure Richtung spielen gleich. Oder nö, ich kann auch noch da wegspielen. Sehe ich gerade. Ja, das geht. Ich versuche jetzt hier so unter den Bäumen zu bleiben und wieder auf die Bahn zu kommen. Ja, er liegt auf dem Fairway, er ist wieder im Spiel. Das war dann auch der zweite Schlag. Puh. Ja, ich bleibe orientierungslos, liebe Freunde. Ja, jetzt müssen wir gucken, jetzt geht es irgendwie bergauf. Ich spiele jetzt einfach mal da oben mal hin. Wie weit ist das da entfernt bis zu den Büschen? 152 Meter, wir nehmen einfach mal ein Eisen 7. Das dürfte gegen den Berg auf jeden Fall zu kurz sein. Ich habe keine Ahnung, ob das richtig ist, aber wir machen das jetzt einfach mal. Ja, der Ball ist in Sicherheit, war aber auch kein schöner Treffer. Alles gut. So, ich laufe hier jetzt hoch. Das da vorne müsste der Abschlag von der 1 sein. Das Grün wird gleich irgendwo da oben auftauchen, vermute ich. Ja, ich habe jetzt gerade das Birdie Book mal bemüht auf meinem Handy hier. Das da oben hinter dem Wasser ist meine Fahne. Und die ist 97 Meter entfernt. Da das bergauf geht, stark bergauf geht, nehme ich hier mein Pitching Wedge. Das ist aber, wenn ich Pech habe, 110 Meter lang. Aber da es hier stark bergauf geht, dann brauche ich auch keinen Druck machen. Könnte das vielleicht sogar klappen. Ja, das hört sich danach an. Das hat gemacht. Und wenn es dieses Geräusch macht, dann ist er meistens auf dem Grün. So, mit dem vierten Schlag sind wir bei diesem Par 5 auf dem Grün. Und was das bedeutet, könnt ihr euch jetzt schon wieder ausrechnen. Mit 2 Putts spielen wir am Bogie. Also das ist schon wirklich... Ich stelle hier gerade was fest und lerne gerade selber was über diesen Sport. Nach 6 Jahren mache ich mache das jetzt ja 6 Jahre. Ich weiß, so sieht das nicht aus. Hier ist übrigens meine Ballmarke. Und ihr wisst, Pitchmarken mache ich immer weg. Immer. Weil wir wollen alle auf vernünftigen Grüns spielen. Also machen wir die auch weg. Also das bedeutet jetzt wieder, mit 2 Putts spielen wir hier einen Bogie. Das ist übrigens von hier oben gesehen gleich. Ich zeige euch das gleich. Ist das hier wohl das Signature Hole des Platzes, würde ich mal sagen. Oder zumindest das Signature Grün. So sehe ich das jetzt mal bisher. Dieser schön angelegte Teich von hier oben, das sieht richtig schön aus. Das werde ich euch gleich auch zeigen. Ich war eben nur gerade wieder etwas irritiert, weil es gab keine Informationen, ob ich links oder rechts von diesem Wasser vorbei muss. Das ist für Spieler, die hier natürlich permanent spielen oder Spielerinnen, ist das gar kein Thema. Für die ist das gar nicht da, weil die wissen ja, wo sie her müssen. Aber wenn man als Gast das erste Mal hier spielt, also ich war jetzt schon heute mehrfach wirklich ein Stück weit verzweifelt. Ja, jetzt haben wir die Chance, aus irgendwie 40 Zentimeter zum Bogie einzulochen, zu was auch sonst. Ja, das möchte ich euch aber trotzdem mal eben, gerade bevor ich den finalen 6. hoffentlich Putt mache für die ersten 9, möchte ich euch dann hier einmal das Panorama zeigen, jetzt von hier oben. Das ist schon genial, das sieht schon toll aus. Da gibt es nichts. Wie gesagt, es ist von der Orientierung her häufig, weil es doch sehr offen ist. Da hinten geht es dann gleich zur Bahn 10. Ist das dann schon teilweise ein bisschen schwierig. Und wir wollen jetzt hier den Putt machen. Ja, der Putt ist jetzt zur 6. Wir waren mit dem 4. drauf und würden jetzt eine 6 spielen. Ich habe eben schon gerade mal versucht, ansatzweise zu erzählen. Ich lerne hier heute echt eine ganze Menge über den Golfsport. Im Endeffekt, du musst einfach immer nur 150 Meter weit spielen, 120, das reicht aus. Du bist immer irgendwo für einen Bogie in Position.
Bogi. Ja, liebe Leute, was soll ich sagen? Unfassbar. So, liebe Leute, die ersten 9 sind rum. 8, 18, 23, 27, 36, 40, eine 50. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Das ist aber im Prinzip auch nur den beiden katastrophalen Löchern 1 und 6 geschuldet mit einer 9 und 8. Alles andere war immer Bogie oder Paar. Also die ersten 9 waren jetzt natürlich irgendwo für mich seltsam, rein von der Schlagqualität furchtbar. Aber wie gesagt, ich habe es halt irgendwie immer wieder hingekriegt, die Bälle dann doch aufs Grün zu bringen. Das ist insoweit gar nicht so schlecht gewesen, da bin ich auch nicht unzufrieden mit. Aber ich hucke halt wie verrückt. Aber ich habe nächste Woche meine Trainerstunde und naja, dann wollen wir mal sehen, wie es da weitergeht.